Und ich weiß auch, dass ihr Millionen habt, das heißt, was Geld angeht, und Möglichkeiten habt, und Mitarbeiter habt, und offensichtlich eine gewisse Portion Macht habt. Zumindest sieht es auf den ersten Blick aus. Aber ich will euch hiermit sagen, das wird euch gegen uns alles nichts nützen. Denn wir haben jemanden, der gewaltiger ist als dies alles. Allah. Dann wollte ich am Ende noch, weil es wurde, ich habe ungefähr vor 3 Wochen einen Aufruf im Internet gemacht und ich habe dort Leute herausgefordert, die über uns Quatsch erzählt haben. Ja? Und ich wollte jetzt diejenigen, die diesen Schwachsinn über uns erzählt haben, weil die sind dann großartig zur Moschee gekommen und haben dann dort getan, ja, Pierre Vogel, wo bist du denn hin und her? Ich wollte diese Leute jetzt nach vorne bitten, dass ich sie diese Fragen stelle. Sie sind doch von RTL, oder? Sie haben doch den Bericht mitgemacht, oder? Dann kommen Sie bitte her. Ja. Okay, dann stelle ich Ihnen jetzt die Frage, was Ihnen einfällt, uns als Terroristen darzustellen, wo wir diejenigen sind, die am meisten gegen Terrorismus geredet haben. Was fällt Ihnen ein, zu sagen, dass der Verfassungsschutz sagt, dass sie Angst hätten, dass dort Kinder zu Terroristen ausgebildet werden? Wo dort in der Islamschule gar keine Kinder ausgebildet werden. Warum erzählen Sie den Leuten diese Sachen, um sie in Angst und Schrecken zu versetzen? Zunächst vielleicht mal, haben Sie den Bericht nicht richtig gesehen? Nee, ich habe den Bericht ganz richtig gesehen. In dem Bericht wurde ganz klar am Anfang gesagt, von RTL gesagt, ganz klar gesagt, hier sollen Kinder zu Terroristen ausgebildet werden. Ganz klar. So, dann darf ich Ihnen mal eine Frage stellen, ja? Sie stellen keine Frage, Sie beantworten die Frage erst. Ja, erstmal dann geben Sie mir mal das Mikro, dass ich die Frage beantworte. Ja, bitte beantworten Sie die mal. Erstens mal ist das, was Sie jetzt so dargestellt haben, einfach falsch. Das kann jeder im Internet nachschauen. In einer Islamschule sollen Kinder an Gewalt und Terror herangeführt werden. Das befürchtet der Verfassungsschutz. Angela Malzbender und Freddy Schlad berichten. Hier sollen Kinder zu Terroristen heranwachsen. Und zum Zweiten würde ich gerne von Ihnen mal wissen, Sie haben in einem Video zum Beispiel eine Botschaft an Frau Merkel gegeben. Darin sagen Sie, und zwar wörtlich, auch an Frau Merkel, nimm den Islam an für deine eigene Sicherheit. Wie muss man das denn verstehen? Ganz klar. Frau Merkel, den Islam an für deine eigene Sicherheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ja, dass diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit mischen, dass diese Leute die Sicherheit haben. Und mit dieser Sicherheit ist die Sicherheit im Jenseits gemeint, denn wer den Glauben nicht annimmt, wird ins die Hölle gehen. Gut, dann haben Sie auch noch eine weitere Geschichte im Internet veröffentlicht. Ihren Kritikern sagen Sie, die Strafe trifft sie meist schon im Diesseits. Ihr werdet sehen, wie sie nach und nach abkratzen, wie die fliegen, wie nach und nach etwas passiert. Ganz einfach. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. Und Allah kann die Menschen schon im Diesseits mit Krankheiten strafen. Und Sie wollen mir erzählen, dass das, was Sie dort von sich gegeben haben, dass das nichts mit Gewalt zu tun hat. Wie kommen Sie eigentlich hier drauf? Ja, das hat doch nichts mit Gewalt zu tun, weil das ist das, was von oben kommt. Und das ist keine Drohung, sondern eine Warnung. Kennen Sie den Unterschied zwischen Drohung und Warnung? Ja, kenne ich schon. Erzählen Sie mal. Erzählen Sie den Unterschied. Ich möchte Ihnen nur eins sagen. Keine Antwort! Ich habe hier lediglich eine Aufgabe. Und das ist, darüber zu berichten, was Sie hier treiben. Dass Sie vom Verfassungsschutz halt eben beobachtet werden und dass Sie hier Drohungen ausstoßen gegen Politiker. Also, er konnte nicht darauf antworten, auf keine einzige Frage konnte er antworten.
Auf keine einzige Frage. Sehen Sie Eikener Bürger, mit was für Verbrechen Sie es zu tun haben? Die Diskussion ist vorbei. Hier, so sieht die Sache aus. Ich habe gefragt, was ist der Unterschied zwischen Drohung und Warnung? Zwischen Drohung und Warnung. Was hat er gesagt? Er will antworten. Dann antwortet er nicht und kommt wieder mit einem neuen Vorwurf. Ich habe auf jede Frage geantwortet. Hier, Sie wissen es selber am besten. Eikener Bürger, wir sind mit euch. Diese Leute sind die Leute, die euch gegen uns aufgehetzt haben. Und wir sind bereit, ihnen unsere Hand zu geben. Wir sind dazu bereit. Sie haben es selber gesehen. Haben diese Leute nicht gesagt? Haben die nicht gesagt, ja, dass dort Terroristen ausgebildet werden sollen? Jetzt hat er es gerade geleugnet. Ich danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen total. Vielen Dank. Gucken Sie mal, wenn irgendwas ist. Das ist die Hauptzentrale von RTL, Aachener Straße 1036. So, wozu wir euch jetzt aufrufen, liebe Leute von RTL, ihr wisst, wir sind friedliebende Menschen. Wir sind Menschen, die gegen Terrorismus predigen, gegen Ehrenmord, gegen Zwangsheirat. Natürlich sind wir Extremisten, das heißt, wir sind extrem freundlich, extrem zuvorkommend. Wir können aber auch extrem, wie soll ich sagen, extrem nerven. Ja? Und es ist folgendermaßen, wir sind auch radikal, das heißt, wir sind radikal freundlich und so weiter. Das heißt, hier ist ja eure Zentrale und wir sagen einfach, wir erwarten von euch eine öffentliche Entschuldigung, entweder von den Reportern selber. Ansonsten erwarten wir von RTL eine öffentliche Entschuldigung und dass ihr diese Leute, damit wir euch nicht als Hetzsender bezeichnen, dass ihr diese Leute, wie diesen Freddy und so weiter, die daran beteiligt sind, dass ihr die alle fristlos kündigt. Für die Lügen, die sie erzählen, für das Gift, das sie dort in das friedliche Zusammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen in Eiken hineingespritzt haben. Dies ist eure Zentrale. Ansonsten sehen wir uns gezwungen, zu euch zu kommen. Und zwar direkt vor eurer Zentrale eine riesengroße Kundgebung zu machen. Und wir versuchen dann, dass es sogar so weit kommt, dass die ganze Aachener Straße gesperrt wird. Das heißt, aber wir gehen davon aus, dass die Zentrale von der RTL, weil wir glauben an das Gute im Menschen, dass ihr seht, ihr habt gerade gesehen, wie eure Mitarbeiter, wie sie lügen, was sie hier für eine Hetze betreiben, weil das ist ganz eindeutig Hetze, denn als Hetze im soziologischen Sinne bezeichnet man diffamierende, unsachliche Aussagen, die dazu dienen, Angst oder Hass zu schüren, Angst und Hass vor bestimmten Individuen oder Bevölkerungsgruppen, sie zu diffamieren, zu dämonisieren. Dies waren, hier sollen Kinder ausgebildet werden und so weiter, sind unsachliche Aussagen und wozu sie geführt haben, sehen wir. Wir sehen, wie die Menschen jetzt dort in Mönchengladbach, wie sie in Angst und Schrecken leben und uns sogar bedrohen. Deswegen erwarten wir von der RTL-Hauptzentrale, dass ihr diese Mitarbeiter, die ihr momentan habt, die eine Schande für euch sind, wenn ihr wirklich ein Sender seid, der nicht als Hetzsender bezeichnet werden will, erwarten wir von euch, dass ihr die fristlos kündigt. Das sind meine Worte. Peace. La ilaha